Discord, ein Zuhause für Gamer, wo man ungestört reden kann. Oh, und natürlich auch live streamen kann. Ein Zuhause für den ganzen Clan, aber auch für die Schule, denn WhatsApp darf man ja eigentlich nicht in der Schule nutzen, weil Datenschutz. Also nehmen wir Discord, um Nachrichten zu schreiben, um sogar Videocalls mit dem Team zu veranstalten und das alles völlig gratis. Denn solange die Investoren von Discord die Hälfte von allem bezahlen, lässt es sich hier ganz gut leben. Das dachten sich auch staatliche Hackergruppen und einige Extremisten. Doch was sie nicht wussten ist, wie Discord ihr Geld verdienen will. Ja, oh boy, heute haben wir wirklich einiges, was wir auspacken müssen. Aber bevor wir starten, ich habe keine Lust auf noch eine Abmahnung. Deshalb alle Informationen in diesem Video sind entweder mit Quellen belegt oder wurden mir von euch zugetragen. Dieses ganze Video ist demnach eine reine Wiedergabe von Informationen, die ich von anderen Menschen erhalten habe. Und dementsprechend auch ein reines Meinungsvideo. Und jetzt willkommen zu Discord Exposed. Warum gehen wir auf Discord? Nicht zuletzt, um uns in einer privaten, gefilterten Gruppe zu unterhalten. In den Gaming-Servern kommt niemand rein, der nicht eingeladen wurde. Es ist einfach wie eine private Chatgruppe auf Steroiden. Der Fokus liegt also auf privat. Demnach gibt es natürlich auf Discord auch einige ab 18 Communities. Discord verbietet das absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Leider kam es dabei aber sehr häufig vor, dass die Nutzer einfach frei eintreten konnten. Völlig ohne Verifikation des Alters. Discords Mindestalter ist 13 Jahre. Das wird nachher nochmal relevant. Discord hat es aber sehr lange, Gründung von Discord war übrigens 2015, einfach auf die Serverbetreiber abgewälzt, eine Altersverifikation durchzuführen. Manche Server haben das ganz gelassen, das ist ja Arbeit, andere haben teilweise von ihren Nutzern das Alter mit einem Ausweis verifizieren lassen. Es nicht durchzuführen ist natürlich völliger Quatsch, wenn man an Jugendschutz denkt, aber bedenkt, dass Serverbetreiber meist Privatpersonen sind, die sich in der Pflicht gefühlt haben, sich über Discord Ausweisfotos schicken zu lassen. Ausweisdaten, das wissen wir von diversen eBay-Scams, sind extrem wertvoll und landen jetzt bei manchen Privatpersonen. Bei manchen Banken lässt sich mit dem Foto eines Ausweises sogar ein Konto eröffnen. Das ist besonders gruselig, wenn man dann auch sieht, dass es spezielle Doxing-Server auf Discord gibt, wo es nur darum geht, Daten von anderen Nutzern zu leaken. Deshalb hat Discord jetzt auch endlich nach einigen Protesten dann doch eine offizielle Ab-18-Funktion eingeführt. Ich konnte das genaue Datum nicht herausfinden, aber so etwa 2019 hat Discord dann selbst angefangen, eine Ausweiskontrolle durchzuführen, sodass man Server auf ab 18 setzen kann. Dazu muss man dann aber trotzdem sich selbst mit einem Foto des Ausweises fotografieren und an Discord schicken. Na, wenn da mal dann keine Hacker auf die Idee kommen, irgendwas zu klauen. Ihr seht schon, Discord handelt mit sehr, sehr wertvollen Daten, aber selbst dann verlässt sich Discord noch immer auf die Serverbetreiber, was sich auch weiterhin durchzieht. ClickSafe kritisiert nicht nur die Jugendschutzvorkehrungen, die ungefähr so effektiv sind wie die von Pornhub, sondern vor allem auch aktiven Missbrauch auf einigen Servern. Handel mit Echtgeld zum Beispiel, wovon ihr mir übrigens auch schon berichtet habt, gibt es absolut. Ist genauso möglich wie Cybergrooming. Damit bezeichnet man, dass sich erwachsene Menschen an Minderjährige ranmachen. Es gibt sogar Server, wo speziell Erwachsene mit Minderjährigen über Stellungen im Bett sprechen. 1 von 5 Sterne, diesem Server hier bitte beitreten. Diese öffentlich zugängliche Meldung ist übrigens seit über 120 Tagen online. Der Discord-Server ist nach wie vor da und man kann ihm einfach beitreten. Tut es nicht für eure eigene Gesundheit, vertraut mir. Es gibt aber zig solcher Meldungen, wie etwa diese hier, dass 35 Fälle von Angriffen in der echten Welt vorher durch Kommunikation auf Discord erst zustande kamen. Und dieser Artikel ist von 2023. Eltern sehen sich dementsprechend zunehmend überfordert. Aber natürlich sind diese Gruppen nicht die einzigen. Auch die White Supremacist Rally in Charlottesville in den USA wurde über Discord organisiert und auch die rechtsterroristische Gruppe Atomwaffendivision, die als eine der gefährlichsten Neonazi-Gruppen aktuell gilt, sowie auch die Terrorgruppe Sonnenkrieg-Division. Beide haben Discord-Server und werden halt auch nicht gesperrt. Das haben Recherchen des ISD Global ergeben. Man findet islamistische Extremisten und katholische Extremisten. Oh, und hier noch ein Fall eines Amoklaufs, der auf Discord begann.
Ich könnte hier wirklich noch eine Weile weitermachen mit zum Beispiel NFT-Scammern und Bots. Oder das hier. Oder Gruppen, die speziell Kinder ab 8 Jahren vor dem Discord-Mindestalter dazu bringen, sich selbst zu verletzen. Vielleicht sollte ich auch anmerken, dass man sich voll öffentlich den Code eines Discord-Spam-Bots runterladen kann. Discord Mars DM und Go heißt das Ding. Zuletzt aktualisiert vor 4 Monaten, online seit circa 3 Jahren. Gesperrt hat den niemand. Damit kann man super Dinge tun, die in den anderen Kapiteln noch kommen. Und ich weiß, das Internet ist halt das Internet und jeder kann sich vernetzen, das ist nichts Neues. Der Punkt ist aber, Discord hat sich sehr, sehr lange geweigert, zu moderieren, irgendwie zu moderieren, überhaupt irgendwas zu sperren. Es gab viele Diskussionen und das alles wegen Privacy. Na, das schauen wir uns zwar noch an, aber viel schlimmer, sie überlassen es erstmal den Serverbetreibern selbst vollständig. Dazu müssen wir aber ganz kurz über den Begriff Server sprechen. Auf Discord kann jeder einfach so seinen eigenen Server aufmachen. Hosten nennt sich das manchmal. Ich habe mindestens 10 Stück erstellt, würde ich sagen. Dazu muss man kaum etwas angeben und eigentlich ist das auch nur wie ein virtuelles Haus in einer Straße und die ganze Straße gehört eigentlich Discord. Es ist natürlich also kein echter Server, so wie ich mir beispielsweise einen Server für meine ganze Webseite miete, die ihr übrigens gerne besuchen könnt. Eigentlich ist ein Discord-Server nur ein virtueller Raum und die Server laufen nicht auf andere Hardware wie die ganzen anderen Server, die Discord sonst noch hat. Allerdings zählt Discord es tatsächlich als genau solcher eigener Server, als würdet ihr eure eigene Website hosten. Als Discord-Serverbetreiber seid ihr beispielsweise voll verantwortlich für Regelverletzungen, wie eben zum Beispiel der Schutz Minderjähriger. Die Serverbetreiber müssen Datenschutz einhalten und Policies haben wie echte Website-Betreiber. Und für Moderatoren gilt genau dasselbe. Je nachdem, wem man glaubt, kann es sogar sein, dass ein Serverbetreiber auf Discord für Urheberrechtsverletzung anderer User auf seinem Discord zumindest als Störer haftet in Deutschland. Also wir reden nicht nur über Discord-Account weg, sondern tatsächlich von einem Verfahren vor Gericht, wenn es dumm läuft. Und selbst so etwas wie eine Impressumspflicht kann dann eigentlich anfallen, denn die gilt auch, wenn ihr eine ganz normale Website habt. Datenschutz. Alles das, was ihr habt, wenn ihr eine reguläre Website hostet, wie zum Beispiel einen Datenschutzanwalt, das braucht ihr auch für einen Discord-Server. Discord wälzt eigentlich quasi alles an seine Nutzer ab, was es kann. Glücklicherweise sind Behörden bislang noch nicht so viel auf Discord-Servern unterwegs gewesen. Immerhin sind die meisten davon ja überhaupt nicht öffentlich verfügbar, sondern nur per Einladung. Aber was klar ist, es ist nicht ganz klar, wer wirklich am Ende haftet. Eine Einladung bekommt ihr aber auch von mir, und zwar für unseren heutigen Partner Löwenanteil. Wie ihr schon richtig gesehen habt, steht bei mir momentan eine gesunde Ernährung auf dem Plan, denn Ernährung ist tatsächlich dafür sogar fast wichtiger als Sport. Wie ihr wisst, bin ich aber stark eingebunden, weshalb ich mit Löwenanteil jetzt die Möglichkeit habe, unfassbar leckeres Essen in Bio-Qualität in wenigen Minuten ready zu haben. Das sind alle meine Checkboxes. Dabei für mich aber absolut perfekt, es ist keine Milch drin, die ich nicht vertrage. Viele der Rezepte sind sogar komplett vegan und trotzdem haben die richtig hohe Mengen an Eiweiß. Dieses gesamte Glas Erdnuss-Curry ist mit veganem Hühnchen und viel Gemüse, hat keine Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Aromen, keinen zugesetzten Zucker und den ganzen anderen Kram hat es auch nicht und hat unfassbare 42 Gramm Eiweiß auf 673 Kalorien. Das ist eine perfekte Mahlzeit für mich. Und zudem ist es noch richtig lecker. Deswegen, wenn ihr Löwenanteil auch einfach nur mal an den besonders stressigen Tagen statt einer Fertigpizza nutzen wollt, ihr tut euch was richtig Gutes dabei. Wenn ihr es auch probieren wollt mit dem Code Morpheus oder dem Link in der Beschreibung, erhaltet ihr sogar noch 10% auf eure Bestellung. Guten Hunger! Und dann will ich einmal noch kurz Danke sagen an meine Patreon-Unterstützer. Danke, dass ihr die ganze Zeit für mich da wart. Ich will das Ganze jetzt deswegen auch mehr ausbauen und euch noch ein bisschen mehr zurückgeben. Deswegen gibt es natürlich noch Discord-Rolle und Outro und Voting-Rechte haben wir natürlich immer noch. Aber ich will euch jetzt auch einmal im Monat eben Checklisten, wie zum Beispiel eine Cybersecurity-Checkliste zur Verfügung stellen, an der ich gerade in diesem Moment arbeite. Gleichzeitig gibt es natürlich auch sowas wie ein jährliches Offline-Event oder sogar eine dauerhafte Chatgruppe, wo ihr permanent Fragen stellen könnt, wo wir uns unterhalten können und einmal im Monat treffen wir uns dann auch zum Quatschen.
Oder für eure Fragen, je nachdem, was ihr mitbringt. Und genau das, ja, möchte ich euch einfach zurückgeben und deswegen danke auch nochmal von meiner Seite. Und da kommen wir dann auch schon zum Thema Privatsphäre und Datenschutz bei Discord. Immerhin ist das der Grund, warum es den Nutzern selbst überlassen wird, sich um die Server zu kümmern. Und selbst das Family Center erlaubt Eltern nicht zu sehen, wenn ihre Kinder Nachrichten mit alten Herren schreiben. Nun fangen wir vorne an. WhatsApp ist für Schulen absolut tabu, haben wir gesehen. WhatsApp ist aber tatsächlich besser als Discord. Nachrichten auf Discord, auch die privaten Nachrichten, die ihr in DMs von Person zu Person schickt, sind nicht verschlüsselt, gar nicht. Sogar Instagram und Facebook wollen jetzt Verschlüsselung einbauen in private Nachrichten. Das ist Basic Privacy, damit niemand außer Empfänger, also ich, und Sender, ihr, wenn ihr mir eine Nachricht schreibt, diese Nachricht lesen kann. Bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung könnte auch Discord diese Nachricht nicht mehr lesen. Aber das wird seit Jahren ignoriert. Die Gründe dafür sind, laut Forum, Meldungen wären ja dann nicht mehr so gut möglich. Man müsste dann nachfragen. Das machen aber manche Messenger komplett einfach so. Wenn ihr jemanden meldet, ploppt ein Fenster auf und ihr werdet gefragt, ob ihr vielleicht die letzten 3 Nachrichten mitschicken wollt, entschlüsselt. Wow, much kompliziert. Und man könnte ja auch bei der Person zu Hause einbrechen oder sie mit Phishing angreifen, schreibt jemand im Forum. Ja gut, dann lassen wir doch einfach alle Sicherheitsmaßnahmen insgesamt weg, weil, also wenn es drauf ankommt, dann kommt man ja immer irgendwie rein. Diese Logik! Meine armen Nerven, ich sag's euch. Lustigerweise experimentiert man seit 2023 aber durchaus mit Verschlüsselung, aber eben für Sprach- und sogar Videochats. Was übrigens sehr unintuitiv für mich ist, denn es ist wirklich, wirklich schwer, dann noch eine sehr niedrige Latenz zu halten. Und die ist nötig, wenn man sich mit anderen Menschen unterhalten möchte. Bei Nachrichten ist es nicht wirklich nötig, dass die Nachrichten perfekt in Echtzeit ankommen. Bei einem Gespräch schon. Es ist also deutlich schwerer, als einfach nur private Nachrichten zu verschlüsseln. Und dann stellt sich für mich die Frage, warum möchte man private Nachrichten unverschlüsselt auf dem Server halten und die Sprachchats nicht? Sind Sprachchats vielleicht einfach weniger wert, weil man sie erst in Text umwandeln müsste, um Informationen daraus zu beziehen? Naja, zu dem Schluss kommen allerdings auch einige andere Nutzer. Wie wir schon im letzten Video zu dem Thema gesehen hatten, läuft Discord die Good Guy Strategie. Geld von Investoren einsacken, um mehr anbieten zu können an Features. Das ist allerdings nicht ewig möglich, nur solange eben die Nutzerbasis wächst und eben die Konkurrenz noch nicht ganz tot ist. Wir hatten gesehen, dass Discord dieses Modell momentan zumindest noch fährt. Ein Angebot von Microsoft von über 10 Milliarden haben sie abgelehnt. Das vorige Projekt der Macher von Discord war OpenFaint. Der Gründer hat die Software für Gamer dann aber an eine chinesische Firma verkauft für etwa 100 Millionen $. OpenFaint wurde angeklagt, sensible Daten wie private Nachrichten, Facebook- und Twitter-Profile, Browsing-Verlauf, GPS und so weiter ihrer Nutzer zu tracken und dann einfach mitzuverkaufen. Auf Reddit hat ein User seine Daten mal angefragt, die er bei Discord hinterlassen hat. Und ich kann euch echt empfehlen, das auch mal zu machen. Wann ihr euch einloggt, wo, mit wem ihr schreibt, was ihr schreibt, welche Hardware ihr nutzt, welchen Browser und noch so viel mehr. To be fair, das steht aber auch grundsätzlich alles in der Privacy Policy. Deswegen nutze ich die einfach mal, um zu zitieren. E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtstag. Jegliche Inhalte, die man auf Discords Diensten hochlädt, einschließlich übrigens Entwürfen, was heißt, Discord überwacht alles, was ihr bei der Plattform eingebt, nicht nur das, was ihr sendet. Sprachnachrichten, Emojis und andere Inhalte, aber sie speichern Inhalte von Kanälen, Video- oder Sprachanrufen, ich zitiere, grundsätzlich nicht. Sie behalten sich aber vor, das jederzeit doch zu tun und falls sie das tun, dann zeigen sie eine kurze Meldung an, dass das passiert. Und genau dieses Feature kam nun. Nutzer haben die Möglichkeit, sogenannte Clips zu erstellen. Das sind quasi einfach Twitch-Clips, wo jemand ein Highlight erstellen kann aus etwas, das passiert ist. Und sobald ein Nutzer dieses Feature anhat und er einen Call betritt, bekommen natürlich alle diese Nachricht, dass jetzt alles aufgezeichnet wird. Klar, wenn man danach ein Highlight draus schneiden möchte, muss man erstmal rausfinden, was ein Highlight ist. Logisch.
Discord-Mitarbeiter versprechen dann unter anderem auf Reddit, dass damit dann kein Unfug gemacht wird und man sich noch irgendwie organisiert. Und um fair zu sein, PC Gamer hat durchaus recht. Wir haben damit natürlich mehr Privatsphäre, weil wir eine Nachricht bekommen, als wenn jemand einfach bei sich lokal OBS laufen lässt. Aber eben nur dann, wenn die Daten, die wir dann an Discord senden, auch bei Discord wirklich sicher sind und Discord genau das tut, was sie sagen, dass sie tun. Naja, Joseph Bingham und David Wells haben ein Forschungsprojekt aufgezogen. Discord Reverse Engineering. Also mal gucken, was quasi im Hintergrund von Discord passiert. Dabei sind ein paar interessante Dinge passiert. Die Daten, die verschlüsselt verschickt wurden, wurden auf dem Server auf jeden Fall entschlüsselt. Das Paket, in dem echte Tonaufnahmen waren, wurde an den Empfänger weitergeleitet. Das Paket, das keine echte Tonaufnahme enthielt, wurde fallen gelassen. So, was heißt das? Das heißt zumindest, dass Discord eine Art Prüfung auf ihrem Server durchführt, um zu gucken, ob eure Sprachchats, ob eure aufgenommenen Tonaufnahmen auch wirklich Tonaufnahmen sind. Für Video galt natürlich dasselbe. Auch Wireshark hat gezeigt, dass, ich zitiere, unzureichend viele Pakete beim Empfänger ankamen. Dass also eine Art Man-in-the-Middle-Entschlüsselung und Drops bei Discord andeutet. Es gehen also Pakete verloren, wenn Discord die eben nicht durchlassen möchte. Demgegenüber steht laut den Verfassern, dass eigentlich Echtzeitkommunikation nötig ist und das alles offenbar richtig schnell bei Discord geschieht, was eben am Ende auch wahnsinnig teuer ist. Also ja, Discord scheint sich zumindest durchaus einzumischen in das, was man auf ihren Servern bespricht in einem Call. Also nicht als Sprachaufnahme, sondern wirklich live. Ob sie die Kommunikation dann auch auf ihren Servern speichern, das weiß man nicht, das kann man aber auch nicht wissen. Sie sagen nein. Aber eine Änderung für Features wie zum Beispiel Clipping ist am Ende natürlich immer drin. Dazu kommen noch weitere Features, die natürlich auch Daten über euch sammeln. Das Feature, das Freunden zeigt, welchen Song ihr gerade hört oder welches Game ihr zockt. Dazu muss natürlich Discord die Rechte haben, dauerhaft die Apps und Programme verfolgen zu können, die bei euch laufen. Mitzuschneiden, welche Apps gerade laufen, das ist eigentlich ziemlich invasiv. Denn da gehören natürlich auch die Namen der Apps dazu. Zockt ihr vielleicht um 10 Uhr morgens Dead by Daylight am Montag jede Woche, dann habt ihr vielleicht eine ziemlich lange Krankschreibung oder seid vielleicht sogar arbeitslos. Wäre ja ziemlich doof, wenn ein zukünftiger Arbeitgeber das wüsste. Ihr wisst schon, die ganzen Infos, die man eben aus Metadaten rausziehen kann, die sind Gold wert. Wenn ihr wollt, kann ich da auch nochmal tiefer ins Detail gehen. Das machen wir dann in einem separaten Video, wo wir uns nur um Metadaten kümmern. Aber sagen wir mal relativ einfach. Ich zocke mit meiner Freundin gemeinsam häufiger auch mal über Discord, weil wir nicht zu zweit, sondern zu viert oder so spielen. Allein, dass wir beide dieselbe IP-Adresse haben und beide einen Desktop-Computer haben, Dinge, die Discord beide easy sammelt, allein das reicht aus, um zu wissen, dass wir zusammen wohnen. Steht ihr PC plötzlich woanders, weiß Discord, dass wir uns wahrscheinlich getrennt haben und kann uns dann Werbung für Dating-Apps anzeigen. Wenn ihr mehr wollt, wie gesagt, eigenes Video kann ich gerne machen. Und ja, Werbung ist gerade durchaus im Gespräch für Discord. Scheint, als wollen die Sponsoren allmählich doch ein bisschen Geld sehen und nicht nur die Nutzerzahlen. Chip Online geht sogar so weit und sagt direkt, ein wirkliches Problem kann sich für Firmen, die Discord einsetzen wollen, aus dem Datenschutz ergeben. Discords Dienste sind auch im kommerziellen Umfeld gratis. Das finanziert die amerikanische Firma unter anderem über den Verkauf von Daten. Sämtliche Chats und Nachrichten kann Discord mitlesen und zu verkäuflichen Daten weiterverarbeiten. Und nochmal ganz kurz hier für die Anwälte von Discord, das ist ein Zitat gewesen, geht Chip verklagen, nicht mich. Stand des Abrufs ist der 29.04.2024. Deshalb, so Chip Online, eignet sich Discord absolut überhaupt nicht im Geschäftsumfeld. Und auch das neue KI-Feature ist nicht gerade ein Datenschutzfreund. Zwar soll ChatGPT dafür genutzt werden und man brüstet sich damit, dass OpenAI die Daten nicht fürs Training ihrer KI-Systeme nutzen darf, aber das sag ich euch jetzt mal einfach so, ne, von mir zu euch. Jeder, der die Programmierschnittstelle von ChatGPT nutzt, hat genau diese Benefits. Das nennt sich Enterprise Privacy und ist nichts Besonderes, das ist sogar verpflichtend. Da das KI-System mit dem Namen Clyde aber dennoch all die Daten an die Server von Discord schickt, speichert Discord ja trotzdem alles. Clyde
ist im Endeffekt ein Bot. Und Bots an sich sind erstmal noch ihr eigener Sicherheitsalbtraum. Jeder Server darf so viele Bots einladen, wie er möchte. Diese Bots haben, je nachdem wie sie konfiguriert sind, Rechte, Nachrichten zu lesen, Nutzer zu tracken, wann sie online sind und wann nicht, was ihre Aktivitäten gerade so machen und so weiter. Aber das sind eben genauso Privatpersonen, die so etwas hosten. Ein Bot kann überall laufen. Datenschutzrechtlich ist Discord mal wieder nicht verantwortlich, sondern der Betreiber des Bots. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe bislang noch kaum bei einem Bot aktiv einer Datenschutzerklärung zugestimmt. Und die speichern durchaus nicht immer auf europäischen Servern ihre Daten, sondern liefern die durchaus mal in die USA aus. Denn das ist halt vom Bot abhängig. Und sind wir ehrlich, welche Bots auf einem Server rumhängen, das ist uns doch mittlerweile echt eher selten bewusst. Aber genau das, also dass Daten in die Staaten abtransportiert werden oder sogar auch nur, dass wir nicht mal eine Datenschutzerklärung bekommen, ist rechtlich gesehen gar nicht okay, sondern eigentlich verboten. Aber wer haftet? Discord? Naja, ist ja nicht deren Server. Der Serverbetreiber, aber also der kann ja nichts dafür, wenn der Botbesitzer das nicht richtig macht, oder? Woher soll der denn wissen, wo der Server vom Bot läuft? Ist dann der Botbetreiber verantwortlich? Viel Spaß, einen random Dude in Südmarokko wegen deutschem Datenschutz abzumahnen. Zurück zu KI. Ein Mitarbeiter schreibt dazu auf Reddit, dass nur die Daten an die KI gehen, die man eben auch aktiv mit ihr teilt. Und das eben auch gemäß Datenschutzrichtlinien, also hat keinen Zugriff auf Sprach- und Video. Automod AI hingegen, was nicht direkt zu Clyde zu gehören scheint, das soll auch moderieren und wird vom Serverbetreiber eingestellt. Und auch die Zusammenfassung von Unterhaltung gehört da wohl nicht ganz zu Clyde dazu, denn auch dazu ist es, glaube ich, schon nötig, alle Nachrichten automatisch lesen zu können. Also, versteht mich nicht falsch, diese ganzen AI-Features sind durchaus gut und sinnvoll, aber es ist nicht ganz klar, inwieweit was geteilt wird und mit welchem Bot und wo der Bot seinen Standort hat. Das ist an so vielen Ecken und Enden bei der ganzen Recherche mir zumindest nicht klar geworden und ich habe wirklich viel Zeit damit verbracht. Jeder hat Zugriff auf Dinge, die sich eigentlich ziemlich privat anfühlen sollen, und dieses Gefühl von man ist unter sich geht irgendwie nach der Recherche für mich verloren. Aber in Wahrheit liest Discord mit, in Wahrheit lesen Bots mit und es gibt auch so viele Tools, dass auch andere Personen mitlesen können. Die große Angst ist, dass dieser ganze Datenpool, den man sich über die Jahre aufgebaut hat, die Profile, die sonst kaum eine Plattform hat, welche Spiele man wie lange und mit wem spielt, welche Nachrichten man austauscht, welche Sprachnachrichten man vielleicht hat, dass das eben alles monetarisiert wird. Durch Werbung und durch vielleicht sogar den Verkauf der Daten und vielleicht sogar der ganzen Plattform, wie das auch beim vorherigen Projekt des Gründers passiert ist. Deshalb wünscht man sich, und das ist mein letzter Punkt in Sachen Privacy, eigentlich, dass die Funktion, dass alle meine Daten gelöscht werden müssen, ernst genommen wird. Genau diese Funktion ist rechtlich vorgeschrieben gemäß DSGVO und genau diese Funktion nimmt Discord nicht so ganz ernst. Löscht man seinen Account, sind viele Informationen natürlich weiter vorhanden und nur Teile werden gelöscht. Deshalb hat Discord übrigens auch eine Strafe von 800.000 € abbekommen von der französischen Datenschutzbehörde. Datenlöschung war nicht gut genug, bzw. die Daten wurden zu lange noch aufbewahrt. Die Informationen, wie die Daten aufbewahrt werden, wurde der Öffentlichkeit auch nicht ausreichend zur Verfügung gestellt und laut der Behörde war der Schutz der persönlichen Daten auch zu schwach. Denn auch Hacker und andere Gruppen haben Gefallen an Discord gefunden. Discord hat eine Reihe an Angriffen hinter sich. Wie schon gesagt, kann jeder mit Bots und auch Usern, die von Bots kontrolliert werden, Informationen von Discord klauen. Letzteres sind zwar laut Discord verboten, aber trust me, es gibt einige Möglichkeiten. Beispielsweise gibt es diesen Discord Account Creator Bot, der seit über 8 Monaten online ist und fast 550 Sterne auf GitHub hat. Er löst das Captcha für euch, er tritt Servern bei, die sogar eigentlich gesperrt und privat sind, er hat ein Undetectable Feature und er nutzt Proxys, damit man ihn auch nicht auf seinen Erschaffer zurückverfolgen kann. Es gibt die Möglichkeit, nur so zu tun, als wäre man muted auf Discord und man hört trotzdem alles in einem Sprachchat mit, und die Server-Verifikation kann auch mit einigen Bots umgangen werden.
Also so viel zum Thema Schutz. Das ist eher Pseudo, als dass es wirklich was bringt. Dadurch und vor allem natürlich auch durch immer besser werdende KI-Modelle tarnen sich immer mehr Bots als Freunde. Sie schicken Nachrichten an Tausende, denn jeder auf einem Server kann angesehen werden, sobald man auf diesem Server ist, und jeder kann demjenigen dann eine persönliche Nachricht schreiben. Es gab auch bei uns massive Botwellen auf Discord, die allesamt zum Beispiel Phishing-Links verbreitet haben, Malware verschickt haben oder sogar Accounts direkt übernehmen konnten. Wir haben so viele wegmoderiert, wie wir nur konnten, und Discord hat es nicht wirklich gekümmert. Im Gegenteil, solche Tools, die es erlauben, jedem auf einem Server eine Nachricht automatisch zu schicken oder sogar deren Account zu übernehmen, die sind völlig normal. Und ich habe mehr als einmal Boobs gesehen durch diese Bots, völlig ohne Jugendschutz. Dadurch kommt es dann aber auch vor, dass manche Tools und Gruppen bis zu 4 Milliarden Chats von 620 Millionen Nutzern gestohlen haben auf über 14.000 Servern. Und all das lässt sich kaufen. Diese wurden von SpyPad verkauft an alle, die eben wollten, für $5. Und klar, auch Polizei und KI-Firmen haben da zugeschlagen. Und ja, es gab auch einen weiteren Leak, in dem Discord.io gehackt wurde und anschließend die Daten von 760.000 Nutzern verkauft wurden. Aber SpyPad hat die Daten einfach nur abgezogen, die da waren. Und Discord.io war auch nicht Discord selbst, sondern eine dritte Partei, die erstmal nichts mit Discord zu tun hatte. G-Data schreibt dazu, Discord-Accounts zu stehlen ist ein lukratives Geschäft, ähnlich wie YouTube-Accounts das auch sind. Nur leider ist Discord immer ein bisschen hintendran mit ihren Maßnahmen. Während gerade erst dieses Jahr Security Keys für Discord unterstützt wurden, haben andere Dienste das schon wahnsinnig lange, Jahre schon. Aber der schlimmste Teil war sehr lange, dass Discord als eine Art gratis Cloud-Speicher verwendet werden konnte. Und hier wird es jetzt ein bisschen abgespaced. Disbox beispielsweise ist eine Art Dropbox, nutzt aber im Hintergrund die Tatsache, dass Discord unendlich viele Dateien erlaubt, die man hochladen darf. Dateien, die zu groß sind, werden dann einfach von Disbox gestückelt in mehrere Teilchen, und ja, so habt ihr im Endeffekt unendlich Cloud-Speicher. Und genau das haben sich dann auch Hackergruppen zunutze gemacht. Es gab beispielsweise diese Malware hier, eine sogenannte RAT. RAT steht für Remote Access Trojan, also ein Trojaner, der von irgendwo anders ferngesteuert wird und dann einfach nur Befehle ausführt. Sowas wie, hey, mach mal einen Screenshot vom PC des Opfers und schick mir den, oder schick mir alle Dateien in privaten Ordner. Das kann der Trojaner. Die Befehle sind ja aber sehr auffällig, wenn beispielsweise irgendjemand aus Russland, der euch noch nie im Leben irgendwas geschickt hat, plötzlich solche Befehle sendet. Da schlägt dann natürlich der Windows Defender Alarm. Anders sieht es aber aus, wenn diese Befehle von Discord kommen, denn Discord hat genau diesen Befehl, einen Screenshot zu machen, ja bei sich sogar integriert. Ihr könnt Screens teilen, das ist dasselbe. Und deshalb haben die Hacker den Trojaner über Tricks quasi selbst gehostet bei Discord, sodass es aussah, als kämen die Befehle von Discord und nicht von den Hackern. Und auch der Download der Malware kam von Discord, weil die Hacker sie da einfach hochgeladen haben. Wie Bleeping Computer schreibt, ist das Praxis seit einigen Jahren schon gewesen. Denn jeder kann die Dateien, die bei Discord hochgeladen sind, wieder runterladen, auch wenn er nicht in diesem Chat dabei ist. Demnach wurde auch jede Menge Malware bei Discord hochgeladen und natürlich darüber verteilt. Besonders lustig aber auch in Bezug auf Privacy ist, löscht man eine Nachricht auf Discord, in der eine Datei hochgeladen wurde, dann bleibt sie trotzdem noch für alle verfügbar. Und nehmen wir an, ein Hacker stiehlt dann eure Login-Cookies für Steam zum Beispiel, sprich, man kann damit euren Steam-Account übernehmen. Wenn dann von eurem Rechner eine Nachricht zurück an den russischen Hacker aus unserem Beispiel kommt, ist das natürlich auch wieder sus und der Defender blockt das im besten Fall. Aber auch dafür hat Discord ein ganz tolles Feature, Webhooks. Jeder darf öffentlich einfach sagen, ich würde gerne immer hierüber benachrichtigt werden, wenn zum Beispiel eine neue Nachricht im Chat landet. Dazu gibt er Webhooks an, die dann am Ende sogar mit der Domain discordapp.com laufen. Also nicht bei not-virus.ru, sondern einer vertrauenswürdigen Domain, die euer PC auch kennt. Dorthin kann der Hacker dann auch eure Cookies schicken und der Bot des Hackers empfängt sie. Discord-Token-Stealer, die genau das nutzen, sind seit 2019 schon ein Thema.
Und schon 2018 hat Thug Crowd angefragt bei Discord, dass doch endlich mal eine Art Scanner für Viren bitte eingebaut werden möge, damit nicht jeder immer alles hochladen kann. Im Oktober 2023 war das noch immer ein Problem. Nur dass nicht nur kleine moderne Hackergruppen Discord nutzen, sondern eben allmählich auch APTs auf den Zug aufgesprungen sind. APTs sind staatliche Hackergruppen, die aggressiv und langfristig ihre Ziele verfolgen, oft ohne finanzielle Motivation, weil sie vom Staat finanziert werden. Ein Bericht von Trellix hat mehr als 10.000 Malware-Beispiele auf Discord-Servern gefunden, die Hacker nutzen und genutzt haben. Auch die Webhooks, die 4 Jahre zuvor schon Thema waren, wurden dann seit 2021 von richtig prominenten Hackergruppen und Malware-Familien genutzt, darunter auch Stormkitty oder Agent Tesla, die vielleicht manchen von euch was sagen. Und auch im Krieg in der Ukraine konnte man eine staatliche Hackergruppe feststellen, die über Discord-Features und genau die Möglichkeiten, die ich euch gerade gezeigt habe, Angriffe durchgeführt hat. Am 4. November 2023, also mehr als 5 Jahre nachdem sie davon wussten, hat Discord angekündigt, dass Dateien nun temporäre Dateilinks werden. Das ist schön, I guess, aber eben viel zu spät. Es gab noch einige Fälle mehr, aber ich möchte zuletzt noch auf ein paar andere Fälle zu sprechen kommen. Ihr wisst, ich habe einen starken Cybersecurity-Hintergrund, zu dem eben auch Datenschutz dazugehört. Aber ich möchte hier auch nochmal ein paar Sachen sagen, die den Rest abdecken, den ich eben auch sehr bedenklich finde. Ich fasse hier das Ganze mal nochmal zusammen. Wir haben eine Plattform, die auf Vertrauensbasis Sprachaufnahmen unserer privaten Gespräche bekommt. Jede Nachricht speichert, egal ob privat oder öffentlich. Videoaufnahmen, sogar Ausweisdaten liegen bei Discord. Gleichzeitig wird aber nur das Nötigste für den Schutz der User getan und wenn was getan wird, dann auch immer erst zu spät, deutlich nach dem ersten Vorfall. Und da fragt man sich dann doch, warum eigentlich? Wie wird denn eigentlich Geld gemacht? Wir hatten schon gehört, dass bislang das meiste Geld durch Investoren reingekommen ist. Investoren, die Discord auf ihrer ehemaligen Startseite sehr prominent ausgewiesen hat. Der Snapshot hier ist vom 4. Mai 2020. Da stehen Benchmark Capital, Tencent, Greylock Partners und noch ein paar mehr dabei. Mittlerweile sind die Investoren verschwunden. Tencent ist aber sogar so lange schon dabei, dass damals der Name Discord noch nicht mal festgelegt war. Aus Hammer and Chisel hat sich Discord entwickelt. Und ja, das sagte mir bislang auch nichts, aber so lange ist Tencent schon dabei. Und auch später gab es nochmal eine Funding-Runde, bei der Tencent investiert hat. Wir wissen zwar nicht genau wie viel, aber das Problem dabei ist, dass Tencent ein chinesischer Konzern ist, der überall seine Finger drin hat. Fortnite, League of Legends und noch so viel mehr. Simplicissimus hat dazu vor einiger Zeit schon ein Video gemacht. Der Punkt ist, wir wissen nicht mal, wie viel genau von Discord Tencent eigentlich gehört. Aber es ist einiges. Tencent auf der anderen Seite untersteht aber natürlich dem chinesischen Recht. Was in China bedeutet, ein Mitglied der Partei ist im Unternehmen anwesend, um alles zu kontrollieren. Selbst wenn momentan noch keine Daten an China geflossen sind, besteht einfach die Angst, dass Discord, genauso wie das Projekt OpenFeind, an einen chinesischen Konzern verkauft wird und alle Daten mitgehen. Denn ihr erinnert euch, OpenFeind ist von exakt denselben Machern. Und es hat ja damals auch schon ganz gut geklappt. Erinnert man sich dann noch an die Klage der französischen Datenschutzbehörde, weil das Recht auf Vergessenwerden, was wir laut DSGVO haben, nicht ausreichend vorhanden war, möchte man am liebsten gar keine Daten mehr dort lassen. Und fairerweise auch der aktuelle Standort, die USA, sind nicht viel besser. Aber dazu in den folgenden Videos mehr, da habe ich was Spezielles für euch versprochen. Spannenderweise ist Discord aber tatsächlich in China vollständig verboten. Liest man dann allerdings wieder den Bericht von Microsoft, dass China mithilfe von KI Desinformation verbreitet und speziell auch zum Beispiel Wahlen in Taiwan beeinflussen will, dann denkt man sich seinen Teil. Discord hat aber natürlich auch mit anderen möglichen Monetarisierungsoptionen herumgespielt. Als Gaming-Plattform sind sie natürlich auch extrem gerne bei Gamification, also Level, Badges und so weiter dabei. Das Abo macht vieles davon und läuft auch ganz gut für Discord. KI hatten wir ja auch schon, aber auch NFTs beispielsweise als Profilbilder wurden angeteast. NFTs, die Dinger, wo man sich mit Kryptowährungen seine Profilbilder kauft und dann traden darf. Der einzige Zweck dahinter ist, dass man hofft,
das Profilbild später zu einem höheren Preis wieder verkaufen zu können, als man es eingekauft hat. Für mich sind NFT-Profilbilder nichts anderes als Glücksspiel, die manche Leute dann eben doch ihr Erspartes kosten. Denn die Bilder an sich haben ja keinen besonderen Wert, jeder kann sie runterladen, außer eben den digitalen Besitz auf einer Blockchain. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Aber ja, auch deswegen gab es einen kleinen Shitstorm gegen Discord. Wo wir aber gerade beim Thema Glücksspiel sind. Lootboxen. Ein Feature, das gerade erst bei Discord angekündigt wurde und das kontroverser kaum sein kann. Lootboxen und In-App-Währungen verschleiern oft Preise und triggern bei Glücksspielsüchtigen genau diesen Aspekt. Das Belohnungszentrum für zufallsbasierte Gewinne. Die EU weiß das und versucht genau deshalb bei Spielen wie Overwatch zu regulieren. Und der Spiegel schreibt, dass so etwas dann ab 18 sein könnte. Leute, ich bin ehrlich mit euch, es gibt noch einiges mehr. Es gab beispielsweise einen Furry-Skandal, weil Mods meinten, dass freizügige Bilder da ausnahmsweise nicht unter die AGB fallen. Es gab noch einige, wenn nicht sogar zig organisierte Gruppen und immer erst nachdem etwas passiert ist, hat Discord reagiert. Natürlich ist Discord nicht alleine damit. Es gibt auf YouTube auch problematische Individuen. Und es gibt problematische Reddit-Server. Der TikTok-Algorithmus ist auch drastisch problematisch. Aber Discord hat alle Alternativen aus dem Leben verbannt. Ich bin ehrlich mit euch, ich wüsste nicht, wo ich diese Features alle herbekommen würde. Aber ich brauche eben auch nicht alle davon. Ich will euch gar nicht vorschreiben, welche Apps ihr nutzen sollt. Gut fände ich aber, wenn ihr zumindest wisst, worauf ihr euch einlasst. Denn mit den Daten, die ihr dahinter lasst, mit eurer Stimme, euren Gesichtern und selbst mit der Art, wie ihr schreibt, kann man, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, auch zurückverfolgen, wer ihr seid, wenn ihr einen VPN-Dienst oder andere Dienste nutzt. Und wenn ihr all die Features nicht nutzt, dann könnt ihr auch gleich einen anderen Dienst nutzen. Signal beispielsweise hat auch einen Sprachchat und ihr könnt auch Dateien verschicken. Aber da sind dann eure Gespräche wenigstens privat und können nicht bei Bedarf gefiltert werden. Aber Signal bekommt keine Millionen an Investment, weil eben die Monetarisierung dahinter so nicht existiert. Was ist an Discord so viel wertvoller? Nicht die Nutzer. Signal hat auch 40 Millionen aktive Nutzer. Discord hat fast viermal so viele. Und dennoch ist Signal 200 bis 300 Millionen Dollar wert. Discord ist bei etwa 15 Milliarden Dollar. Das ist nicht das Vierfache, sondern das 75-fache. Warum? Weil Signal euch nicht so leicht zu Geld machen kann und wird. Die bekommen das meiste an Geld aus öffentlichen Fördergeldern. Discord hingegen hat alle Möglichkeiten dazu. Abos, Daten, sogar Werbeprofile wie kaum jemand anders. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber die gesamte Industrie ist kaputt. Denn nur auf diese Weise Geld zu machen, das ist für mich parasitär.